Heute Morgen bin ich früh aufgestanden, zum Lernen. Aber dann wurde ich abgelenkt von einer kleinen Spinne. Die hat in einem Winkel meines Fensters ihr Netz renoviert. Ich habe ihr zugeschaut und musste an ein Gedicht denken von Droste Hülshoff. Ihr Toren, glaubt ihr denn, dass langes Schauen zweifellos erblinde und wer den Fäden rastlos nachgespürt, dass dieser, gleich dem überreizten Kinde, so dümmer wird, je länger er studiert? Die Droste ist im Münsterland geboren, genau wie ich, nur 200 Jahre vorher. Damals in der Schule hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal für Geschichte interessieren würde. Doch irgendwann habe ich erkannt, dass wenn man nur aus dem richtigen Winkel auf die graue Zeit zurückschaut, sie plötzlich wieder aufblüht. Und jetzt ist Mittag. 6 Stunden und 5 Kaffee später. Ich bin fertig mit dem Lernen und bereit fürs Erklären. Morgen steht die Prüfung an. Das Thema lautet philosophische Anthropologie. Es geht um die uralte Frage, was ist der Mensch? Der Mensch ist einer, der sich die Zeit falsch einteilt. Der Mensch träumt als Kind davon, mal ein ganz Schlauer zu werden. Und kaum wird er größer, verschwendet er die Lebensphase, die explizit zum Lernen gedacht ist, mit Hobbys wie Basketball oder Angeln. Und ehe er sich versieht, ist die größte Errungenschaft seiner Jugend ein Fisch. Und weißt du, was ein Fisch ist? Glitschig. Wie ein alter Kindheitstraum. Und einfach so, flutsch, ist er weg. Der Mensch ist aber einer, der Träume braucht. Und wenn er größer wird, dann merkt er, auch wenn er immer noch kein ganz Schlauer ist, dass der Mensch nicht gut allein sein kann. Dann kommt der Mensch sich näher, beschnuppert sich, knutscht und schmust, tanzt und turnt oder steht einfach nur dumm daneben und weiß nicht, was er sagen soll. Aber er hegt schon neue Träume, der Mensch. Von der großen Liebe, mit der man abends das Leben feiern und morgens zusammen verschlafen kann. Er träumt von Heirat und Hausbau und gemeinsamen Reisen, schwebt über den Wolken und merkt erst, wenn er wieder unten ist, dass das doch eigentlich noch nicht alles gewesen sein kann. Was ist mit der alten Idee, mal ein ganz Schlauer zu werden? Oder zumindest noch mal irgendwas zu lernen. Denn der Mensch ist einer, der nie aufhört, sich Fragen zu stellen, auf die er keine Antworten weiß. Der sich Dutzende Bücher zulegt und neue Wege einschlägt, von A wie Alternativen bis F wie Fernstudium. Und endlich kann er dann in der Blüte seines Lebens mal der kleine Streber sein, der in Prüfungsphasen seine Ruhe braucht. Hallo? Oh, wir sollen leiser sein. Mein Mann muss wieder lesen. Viele schlaue Bücher. Armer Mann, der braucht mal Urlaub. Wir hatten gerade Urlaub. Du betreibst. Kein Witz, wir saßen in einer Sandburg aus Reklamheftchen. Hast du ihm schon gesagt, dass du auch ein Fernstudium machst? Nee, das setzt ihn nur unter Druck. Also, worum geht's heute? Philosophische Anthropologie. Was ist der Mensch? Der Mensch ist einer, der sich manchmal selbst im Weg steht, der an Lampenfieber leidet oder chronischer Schwarzmalerei, dass er zu dumm, zu schwach, zu alt für irgendwas sei. Dabei ist am Abend eines jeden Tages doch nur eines wichtig: das Prüfungsergebnis. Und sonst nichts. Aber wenn das Ergebnis auch nur ist, dass du zur Prüfung angetreten bist, dann ist das doch schon ganz gut. Denn nur wer sich überhaupt sein Netz gesponnen hat, kann damit hin und wieder mal eine Fliege fangen.